Hallo, ich bin der Ruti. Ich grüße aus Südamerika und heute gibt es endlich das große Review zu meinen Mosko Moto Bags. Das sind die Mosko Moto Reckless 80 Bags, so nennen die sich. 80 bedeutet 80 Liter, aber normalerweise ist hier oben drauf noch eine Tasche angebracht. Die habe ich aber gar nicht, weil ich fahre einen größeren Rucksack, weil ich oben drauf meine Elektronik habe, aber das komme ich gleich noch zu. Ich wollte jetzt einfach mal vorstellen, das sind halt jeweils hier in den Seitentaschen zwei einfach Dry Bags. Die kann man so rausziehen. 25 Liter. Mit Sichtfenster, das ist ein bisschen dreckig alles. Und dann steckt man die so rein. Hier unten hat man so eine Schlaufe. Man steckt sie so rein. Ist jetzt nicht festgemacht, deswegen rutscht es ein bisschen hin und her. Aber man steckt sie so rein und dann kann man unten hier, sieht man das hier, dann kann man diese reinziehen, dass es dann fest ist. Und dann wird es oben zusammengerollt. Dreimal muss man es mindestens zusammenrollen, damit es hundertprozentig wasserdicht ist. Und es ist hundertprozentig wasserdicht. Und dann macht man hier einen Clip und hier unten einen Clip und damit ist es schon fest, aber es gibt hier oben noch so einen Querclip. Jetzt ist halt nicht so viel drin, aber man kann es, wenn man nicht so viel drin ist, halt hier enger machen. Man zieht es zusammen und mit Klettverschluss macht man es fest. Denkt ihr jetzt vielleicht, okay, Klettverschluss ist scheiße. Aber ich fahre damit 40.000 Kilometer durch, ihr wisst, überall rum. Das hält, also das ist immer noch tipptopp. Ja, also das sind 25 Liter und dann habe ich noch hier unten dran Auxiliary Bags nennen die sich. Das sind 2x4 Liter. Nochmal extra Bags, die man hier dran macht. Die sind dann oben zugeklippt und hier mit so einem Sicherungsclip hier zugemacht, damit die nicht rausfallen können. Ja. Das ist soweit das. Befestigen tut man die Taschen mit diesen Straps hier. Deswegen braucht man eigentlich diese Platte hier. Die habe ich extra drauf. Und die hat eben so Ösen, um es festzumachen. Und gut ist es, die möglichst weit vorne festzumachen. Also wenn man so weiter vorne das Gewicht ist, umso besser, weil das wird dann immer schwerer, wenn man das so weiter hinter hat. Am Anfang hatte ich es immer ganz weit hinten, damit ich viel Platz zu sitzen hat, ist aber Quatsch. Und deswegen, es wird dann hier durchgezogen, dann fädelt man das hier ein. Und man zieht es dann fest und dann kann man das so umklappen und hier ist wieder ein Klettverschluss, macht es fest. Auch das sieht wieder nicht so aus, als würde es halten, aber es hält. Es geht nie auf. Das gleiche macht man dann hier. Man muss halt gucken, dass man es nicht verwurschtelt, wenn es geht. So. Hier ist es dann fest. Und dann ist es natürlich hier noch locker und dafür gibt es hier auch nochmal Ösen, das sind auch so Seile und deswegen ist es gut, wenn man die Fußrasten noch hat. Manche Leute machen die Fußrasten ab, weil ich glaube, man kann insgesamt irgendwie 2 Kilo sparen oder so. Und man kann auch, glaube ich, von Mosko Moto noch so extra Clips kaufen, da kann man das dann, die hier dran machen und das damit anklippen. Aber ich mache es einfach in den Fußrasten fest, das hält tipptopp und ich habe auch manchmal, wenn ich Leute mitnehme, brauchst du halt die Fußrasten. Wird es hier auch festgeschnallt. Ist hier auch wieder so eine Metallöse, kann man das sehen. Und dann wird es hier auch wieder durchgezogen. Und dann hier zusammengedingst. Zack. Da ist dann auch wieder ein Klettverschluss. Ja, und dann ist es bombenfest. So hält es. Und hier auf der anderen Seite ist der Auspuff. Wird es eben auch hier festgemacht an diesem Ding. Ich mache das jetzt gerade nicht fest. Aber dann ist es so, dass wenn man das von hier sieht, es liegt so am Auspuff.
Aber es gibt dieses Hitzeschild, was man kaufen kann von Moskau Moto. Und das reicht, da passiert nichts. Also das verbrennt nicht oder es wird nicht zu heiß. Das reicht eben, um das zu schützen. So sieht es dann aus, wenn es aufgepackt ist. Manchmal muss man das mal nachziehen, wenn man das ein paar Tage drauf hat und immer wieder auf und ab macht, dann rutscht es halt ein bisschen hin und her und dann muss man das nochmal nachziehen. Ansonsten auch hier, Frank hatte das gesagt, so, oh, das liegt ja dann auf dem Auspuff auf, aber es ist jetzt brutal schwer beladen. Da ist halt irgendwie 40 Kilo Gewicht drauf, aber es berührt dieses Schutzding hier nicht. Und dann hat man eben oben noch die Möglichkeit, hier eine Tasche drauf zu packen. Ich muss das hier doch mal festmachen. Ja, also man hat dann quasi 25 sind 50 Liter und oben drauf ist normalerweise von Moskau Moto eine 30 Liter Tasche, die habe ich aber gar nicht. Und das wäre mir auch viel zu klein, weil ich schleppe ja das ganze Video-Equipment und Laptop, Drohne und den ganzen Kram mit. Und ich möchte den auch nicht hier in der Seite haben. Wenn das Motorrad auf die Seite fällt, will ich nicht, dass mein Laptop kaputt geht oder ja, das eben zerquetscht wird. Deswegen muss es leider oben drauf. Und ich habe diesen PackSafe, ist mein alter Backpacker-Rucksack, mit dem ich schon 4 Jahre, der ist 7 Jahre alt, also ist auch super Material, Qualität. Aber darüber wollen wir gar nicht reden. Ich habe einfach eine große Tasche, die ist gepolstert, abschließbar. Sagen wir 70% wasserdicht. Und den packe ich so oben drauf. Ich sichere den hier immer noch mit einem Kettenschloss. Dann ist es hier fest. Und dann mache ich dann quasi hier das drum. Sind hier diese Ösen, ist jetzt nicht ganz so voll, aber dann klippe ich das hier fest. Und dann kommt nochmal die doppelte Sicherung, dass man hier das nochmal festklippt. Und man kann das eben alles festziehen, dann auch wieder mit diesen Ösen. Zack, wird festgezogen und dann ist es bombenfest. Also es hält echt gut. Und so ist dann einfach mein Setup. Ja, und es fällt auch nicht links und rechts raus. Man muss manchmal gucken, dass man es ordentlich drauf macht. Wenn man es zu weit links schnallt, dann kann es sein, dass es ein bisschen rutscht oder so. Aber wenn man das ordentlich drauf schnallt am Anfang, bevor man losfährt, dann hält es fest. So, dann gibt es eben noch hier, wenn man hier schaut, das ist das sogenannte Molle-System. Da kann man eben auch noch mal Sachen dranhängen. Wie ihr seht, ich habe hier einen Rockstrap, den habe ich jetzt hier nur so reingehängt, aber Rockstraps dran. Hier sind noch mal Ösen, wo man was dran machen kann. Ich habe halt hier hinten drauf eine andere Tasche und die schnalle ich dann hier fest und dann habe ich eben die Rockstraps hier dran und dann schnalle ich das so fest. Also das ist auch super robust, das geht nicht weg. Hier die Dinger, die sind super robust hier, die verstärkt sind mit diesem blauen Cord, was immer das ist. Und das hier, das ist auch nicht, also sind keins gerissen, aber hier ist es auch an den Seitentaschen dasselbe Molle-System. Und hier habe ich eins zerrissen. Ja, aber da kann man eben noch Sachen festschnallen und noch Taschen drauf schnallen und so weiter. Molle-System, das ist so ein amerikanisches, glaube ich, US-Militär-System ursprünglich gewesen. Ja, so sieht es dann aus. Und hier vorne habe ich dann genug Platz zum Sitzen. Ja, also wenn man sich draufsetzt, mal kurz zeigen, das ist super geil. Ich habe heute jemanden, der filmt und dann kann ich hier auch Sachen zeigen. Also es ist genug Platz zum Sitzen. Ja, man kann sogar vor und zurück rutschen. Das ist alles top. Das sind aber noch nicht alle Gimmicks. Es gibt noch mehr. Und zwar, wenn man das hier aufmacht, haben wir ja diese zwei, wie nennt sich das? Beaver Tail. Also Biberschwanz. Man kann die auch abmachen, habe ich noch nie gemacht, weil es ist einfach praktisch, das zuzumachen. Und hier ist einmal eine Klettverschlusstasche. Da habe ich jetzt mein altes, ihr wisst ja, mein Nummernschild ist zerbrochen. Das fahre ich aber noch mit mir rum, hier sind halt die Aufkleber und so drauf. Ich habe ja hier das Fake-Nummernschild. Ja, und das ist so eine Klettverschlusstasche. Und die ist halt hier auch mit Klettverschluss fest. Man kann die abmachen. Ja, und hier sind noch mal so Ösen, da kann man auch noch was dran machen, die habe ich noch nie benutzt tatsächlich. Das fällt mir jetzt auch erst wieder auf, wo ich das hier, das Review mache. Und auf der anderen Seite, ich nehme jetzt mal hier die Tasche runter.
hat man hier auch noch was und hier sind zwei Reißverschlusstaschen. Die sind eigentlich cooler als das, also auch wasserdichter. Da habe ich halt hier ganz viele Rockstraps drin, Ersatz-Rockstraps und hier Kleber und so Sachen und ein bisschen Tape und so weiter, was man schnell mal braucht, wenn man unterwegs ist. Und hier, was habe ich hier noch, so ein Ersatzschloss und ein paar Mülltüten und so. Also kleine Sachen kann man da rein tun, ist wasserdicht. Man könnte auch Karten oder sowas reinmachen. Das ist alles hundertprozentig wasserdicht. Man kann es einfach in die Dusche stellen, habe ich auch schon gemacht, und abspritzen, dann ist es wieder super sauber. Ist auch alles super robust. Wenn man hier, wenn man die kauft, zeig das mal, kommen die einzeln hier, die Taschen, die muss man dann selber noch anschrauben. Wenn man das hier sieht, die Schrauben, ja, und hier. Und da kann man, es gibt eben drei verschiedene Winkel, wie man das anstellen kann. Ich habe es halt möglichst runtergestellt, weil ich diese riesen Tasche drauf habe. Aber man kann es auch ein bisschen steiler anstellen. Bei mir wäre es, das wäre schöner, wenn ich es noch ganz parallel anstellen könnte, weil so ist es immer noch ein bisschen schräg. Das würde dann noch besser aufliegen, weil ich eben diesen riesen Rucksack da drauf habe. Und da hätte ich am Anfang gedacht, weil die Schrauben sind relativ kurz, ist natürlich alles mit Loctite und so gesichert, habe ich am Anfang gedacht, oh, das wird bestimmt aufgehen. Aber das sind 40.000 Kilometer, das ist fest, da ist nichts. Es gibt schon natürlich kleine Schäden. Einmal habe ich vergessen, hier das festzumachen. Und dann ist es hier runtergehangen und es hat dann hier den Auspuff verbrannt. Ja. Und dann habe ich hier oben ist hier die Schnalle abgebrochen. Ich habe das hier so eingespannt und dann habe ich das so festgezogen mit einem Ruck und dann ist es abgebrochen. Ich weiß nicht genau, ob ich es nicht richtig festgemacht hatte, also nicht richtig eingerastet hatte und dass es deswegen abgebrochen ist oder ob es Verschleiß ist. Aber normalerweise, also die anderen sind alle tipptopp noch hier. Ich hatte dann mit denen von Moskomoto gesprochen und also es gibt so ein Ding, da kann man hier so einen Stift, so einen Metallstift reinmachen, dann kann man das einfach rausnehmen und wieder reinmachen, weil es ist hier ziemlich fest vernäht. Und hier in Bolivien kann man ja auch alles reparieren lassen, aber ich habe mich noch nicht getraut, das hier auftrennen zu lassen, weil ich vielleicht denke, dann machen die es nicht wieder so geil fest zu und dann ist es nicht mehr so robust. Und es hält eben auch noch so mit dieser einen Schnalle. Man kann jetzt halt nicht mehr so fest dran zerren. Aber dadurch, dass eben noch diese zwei anderen Straps sind, ist es auch noch. Also das ist das Einzige, was passiert ist, sonst ist das alles tipptopp. Ja, was kann ich sagen nach 40.000 Kilometern? Ich finde die Taschen super geil, weil man sie eben auch einfach über die Schulter tragen kann. Ich finde es viel besser als dieses Koffersystem. Man hat keine Kofferträger. Wenn ich das abmache, habe ich nur das Motorrad. Bei Kofferträgern ist es halt so, dass die dann immer noch auftragen und dadurch ist es dann immer breiter. Also ich hatte vorher ja die Lone Rider Bags, das sind auch noch so wie Koffer eigentlich, klassisch. Und dann ist man hinten halt so breit wie ein Smart, habe ich immer gesagt. Also viel breiter als der Lenker. Und das ist halt, habe ich schon oft gesagt, das Motorrad sollte nicht breiter sein als der Lenker an keiner Stelle. Also das hier sollte die breiteste Stelle sein. Und vorher war das halt viel breiter. Und dann war es halt oft so, dass ich dann irgendwie in so kleinen Gässchen, wann dann diese Pfosten sind oder so, dass man dann hängen bleibt, wenn man da durchfährt. Oder im Verkehr, wenn man sich so durchschlängelt, was in Deutschland vielleicht nicht so üblich ist, aber in anderen Ländern sehr üblich ist, dass man dann eben schlecht durchkommt, weil man nie weiß, oh, ist man hinten zu breit und so weiter. Wenn man vorne durch ist, dann ist man durch, wenn es nicht breiter ist. Und das ist eben bei den Moskomoto Bags so. Und natürlich sind Kofferträger auch immer noch was kaputt gehen kann. Also wenn du stürzt, kann es sein, dass es bricht, dann muss es geschweißt werden und so weiter. Das ist auch der Nachteil von Metallkoffern, dass sie kaputt gehen. Die schließen dann vielleicht nicht mehr richtig und so weiter, müssen dann ausgebeult werden oder brechen. Nachteil bei Taschen, es gibt ja auch immer einen Nachteil bei allem, ist halt, dass der Inhalt, wenn es jetzt auf die Seite fährt, könnte kaputt gehen. Ich hatte dann so, dass ich mache oft so meinen Zucker oder irgendwie, ich hatte auch so ein Fensterputzmittel, um das Bike zu putzen oder das Visier zu putzen, in so PET-Flaschen. Und da hatte ich, dass die PET-Flaschen dann geplatzt sind. Ja, was ich hier noch zeigen will, auch ein Nachteil, eben wenn man keine Kofferträger hat, ist, dass das liegt halt direkt am Bike an und auf die Dauer, dann wird es hier abgeschliffen, das sieht man. Und deswegen habe ich hier überall Tape hingeklebt, damit es nicht noch weiter als ich abschleift. Aber man sieht hier, es sind hier schon einige Stellen, okay, das ist was anderes, aber hier, wo das einfach abgerubbelt ist. Das sollte man wissen, wenn man sehr wehleidig mit seinem Bike ist vielleicht. Mal was Unpopuläres zu sagen. Ich finde das Koffer so ein bisschen, das ist so ein bisschen ein Oldschool-System.
es ist halt auch immer Gewicht und ja, bei mir, wenn ich jetzt, also wenn man auf Abenteuerreise ist, ich kenne Leute, die stürzen jeden Tag und mir ist das Ding schon öfters auf den Fuß gefallen. Das hatte ich jetzt noch nicht in den Videos gezeigt, aber gerade vor 5 Wochen wieder ein Sturz, ist mir wieder auf den Fuß gefallen. Hätte ich Koffer gehabt, wäre die Reise zu Ende gewesen. Deswegen, da ist Soft natürlich auch immer viel besser. Und es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, auf was für ein Motorrad man hat. Aber ja, ich finde das viel cooler, auch vom Aussehen cooler, als die Koffersysteme. Was man natürlich sagen muss, dass ich eben die ganze Elektronik oben drauf hat, das ist natürlich nicht so schlau. Es ist viel besser, viel Gewicht an den Seiten zu haben, weil dann kann man das Bike auch viel leichter aufheben. Wenn du jetzt, das könnt ihr mal ausprobieren, ihr könnt mal 20 Kilo an die Seiten packen, dann das Motorrad aufheben und dann könnt ihr diese 20 Kilo einfach mal oben drauf packen, dann das Motorrad aufheben. Das ist halt ums 10-fache schwieriger. Deswegen so ein Topcase ist bestimmt auch super cool, aber es macht es halt auch wieder, baut halt brutal auf und so weiter. Ja, das ist meine Meinung, könnt ihr gerne was dazu sagen. Taschen sind schweineteuer, aber wie gesagt, 40.000 Kilometer halten die und also mindestens, sie werden wahrscheinlich noch länger halten. Drybacks, das ist wirklich ein sehr, sehr gutes System. Ich kann es nur empfehlen zum Reisen. Ja, das war mein Review. Ich hoffe, es war interessant. Wie gesagt, bei mir gibt es einen kompletten Daumen hoch dafür. In der nächsten Folge geht es dann wieder weiter aus dem eisigen Patagonien. Es wird nochmal richtig hart, das kann ich schon mal vorausschicken. Und ich möchte mich noch für die Unterstützung bedanken bei Jörg, Arthur, Lars, Bernd, Frederik und Uwe. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, es war interessant. Ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Macht's gut, euer Ruti. Ciao, ciao.